Subtitles are available. Untertitel sind verfügbar. Sommer 2015. Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise. Die Zahl von Asylanträgen in Deutschland steigt extrem an. Unter den Asylsuchenden befinden sich auch viele Kinder und Jugendliche. Diese werden nach einem Jahr in einer Vorbereitungsklasse, in der sie intensiv Deutsch lernen, in reguläre Schulen integriert. Wir haben uns gefragt, wie Jugendliche mit Fluchthintergrund im Vergleich zu Einheimischen ihre Zukunft in Deutschland sehen. Um die Frage stichprobenartig zu beantworten, haben wir jeweils 2 Jugendliche mit Fluchthintergrund sowie 2 einheimische Jugendliche interviewt. Natürlich ist das nur eine kleine Stichprobe und keinesfalls repräsentativ. Trotzdem haben wir versucht, Störfaktoren auszugrenzen, damit der Fokus auf Fluchthintergrund und einheimisch liegt. Zum Beispiel wurden nur männliche Jugendliche befragt, damit eventuelle kulturelle Unterschiede bei Frauenrechten keine Rolle spielen. Zudem gehen die deutschen Schüler auf eine Realschule, damit hier so weit möglich der mittlere Bildungsstand vertreten wird. Zur Zeit der Befragung im Sommer 2017 liegt die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg bei nur 3,4%. Unternehmen vergeben zum Teil Ausbildungsplätze an Leute ohne Schulabschluss, um Stellen zu besetzen. After school, I want to be a programmer because I think the future is gonna be more about the programming and stuff like that. I will study at university like business, or that to have a lot, not a lot, but a lot of money like this. And I like that when I have my special office, my special lab, so when I'm working in the well-known companies. Also ich habe mir überlegt, Groß- und Handelskaufmann und Industriekaufmann. Bei der Bundeswehr mache ich. Also mein Opa, der ist dort ziemlich hoch angesehen und der bringt mich da so rein, also dass ich da einen Job bekomme. Also als Zivi im Zivildienst, als Lagerlogistiker dort. Yes, I do. After I finish this school, I'm gonna go to Realschule and then learn there as I learn here, and then see if I have any good luck. The first I need to have the certificate, yeah, the high school, like the Abitur. Indem man Bewerbungen schreibt und dann dahin schickt. Ja, also mit meinem Opa jetzt halt, der ist halt am Stammtisch immer, am Sonntag. Und da kenne ich halt jetzt den Oberhaupt von der Bundeswehr, mit dem treffe ich mich dann. Und dann gehen wir ein bisschen rum in der Bundeswehr, ja. As I said, there will be so much stuff in the future with programming, and I don't know, maybe there will be something else with the programs and computers and phones and stuff like that. I said that I like when I have my special office, my special book, and I like that. Also als erstes war es Kfz-Mechatroniker, da ich total von Autos fasziniert bin, eher gesagt war, da mein Vater bei Mercedes AMG arbeitet und ich da auch unbedingt die Firma wollte, bloß das hat halt nicht geklappt. Und da habe ich mir nochmal so Gedanken gemacht, warum soll ich jetzt zum Beispiel beim Bau, warum soll ich da mein Leben lang draußen bei Wind und Wetter, warum soll ich meinen Körper da so gesagt kaputt machen, und wo ich auch im Büro sein kann, wo ich dann da so mein Geld verdienen könnte. Also möchte ich jetzt eher so ins Büro. Weil ich finde halt, es ist wichtig so, weil wir haben halt in der Bundeswehr ziemlich viele Plätze frei und keiner will so wirklich bei der Bundeswehr arbeiten, also für die Bundeswehr. Und deshalb finde ich, kommt man da rein, also weil gerade Mangel ist, und deshalb ist es gut, finde ich. Ja, ich habe ein Praktikum gemacht, das war bei Renz, also im Lager halt, im Metallbau war das. Und da habe ich schon ein paar Eindrücke bekommen, wie es das so als Lagerlogistiker abläuft. So. Ja. No, we don't have like here, what was it called? We don't have practicum in Macedonia like here in Germany. But I still have worked in home and copied and I don't know, stuff like that. Back in my country, in Macedonia, I helped my family, I helped my neighbors. For example, here in Germany you just put the gas on and then it's warm, but in Macedonia you have to work with trees
For example, you can buy trees and then put them in your furnace and then it will be hotter in your home. Ja, habe ich. Das war jetzt letztens erst. Und ja, ob es was gebracht hat, ja doch, hat was gebracht. Ja, Boss habe ich schon gemacht und bei meiner alten Schule hatten wir auch noch so ein Assessment Center, haben wir gemacht, wo wir unsere Fähigkeiten finden konnten. Also Berufsorientierung, das war hier in der Schule, ja. Da haben wir mit so einer Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, im Computerraum sowas gemacht, ja. War gut eigentlich. Ja, das hat mir ziemlich geholfen, auch mit dem Bewerbungsschreiben und so weiter auch. Also das kann ich jetzt ziemlich gut und deshalb hat mir es ziemlich gut geholfen eigentlich, ja. I don't think so, but because if I'm better than them, I have more chances. Because this is not like my country. If your father is, I don't know what, businessman or something like that, you have more chances in the schools and everywhere. Because everybody knows your father. And here's not like that. Yeah, of course. It's my problem is when I don't speak English, when I can't speak German, and I need to speak German, then I can make everything in the school. I can every study, every subject. Yeah. Also es kommt auf den Beruf an. Also zum Beispiel was denn? Wenn man jetzt zum Beispiel nicht so gute Noten hat, aber man zum Beispiel beim Praktika sehr gut abschneidet, dann haben zum Beispiel beide gleiche Chancen. Es kommt halt darauf an, wirklich. Zum Beispiel, ob der jetzt gut Deutsch kann, vielleicht sogar besser als ich. Ist ja eine Frage, aber also ich würde sagen, eher gleich. Das heißt ja nicht bloß, weil ich Deutscher bin, das heißt ja nicht gleich, dass ich besser zum Beispiel Dach decken kann als er. Vielleicht ist er ja besser als ich. Also ich finde, bei meinem Vater zum Beispiel sind auch Flüchtlinge in der Arbeit und ich finde es traurig von Deutschland, dass Deutschland das so macht, dass der wird rausgeworfen, obwohl er sich bemüht zu arbeiten und ich finde es richtig, richtig dumm, wenn ich ehrlich bin, weil die strengen sich ja an dafür und dann bekommen wir zum Beispiel solche Plätze und die werden dann einfach abgeschoben. Ich denke schon, aber ich finde es nicht gut, so sagen so. Weil ich denke mal, Deutschland guckt sich die an, die Asylanten. Ich weiß nicht, wie die es machen und dann sortieren die einfach aus, wenn es nicht passt. Ja, und wir, weiß nicht, der deutsche Staat, der guckt halt, ob wir halt in dem Land leben. Also wie soll ich das erklären, das ist kompliziert. Also auf jeden Fall denke ich, dass Flüchtlinge leider nicht so eine hohe Chance haben, weil wegen dem Staat halt. Das finde ich halt, wie schon gesagt.